Während für viele das schlimmste Hochwasser bereits überstanden scheint, bereiten sich andere noch darauf vor. In Sachsen, da steigen die Pegelstände entlang der Elbe und Brandenburg rüstet sich für ein Hochwasser an der Oder. In den Hochwassergebieten von Polen über Tschechien bis nach Österreich haben mittlerweile die Aufräumarbeiten begonnen. Doch die Lage entspannt sich auch dort nur langsam. Hier in Olawa bei Breslau in Niederschlesien versuchen freiwillige Soldaten und Feuerwehrleute weiter die Deiche an der Oder mit Sandsäcken abzudichten. Dort hat die Flutwelle erst in der Nacht ihren höchsten Stand erreicht. Mindestens 20 Menschen sind durch das Hochwasser bislang ums Leben gekommen. Und unsere Reporter beobachten weiterhin in die Lage. Thorsten Kremers ist in Tulln in Österreich und Julian Stehle in Kloczko, das ist in Polen. Julian, erst mal zu dir. Also eine 2 Meter hohe Flutwelle hat ja die historische Altstadt von Kloczko verwüstet. Wie kommen jetzt die Aufräumarbeiten voran? Ja, die Aufräumarbeiten sind im vollen Gange. Vor allen Dingen hier heute Morgen können wir mal gucken, wurde schweres Gerät eingesetzt. Wenn wir mal im hinteren Bereich zeigen, sind große Bagger auf dem Marktplatz unterwegs, auch Radlader und LKWs, die den Schutt jetzt abtransportieren müssen. Und im Vordergrund zum Beispiel sieht man die historische Stadtuhr. Wenn man da mal ranschwenkt, da sieht man auch, so hoch hat das Wasser gestanden. Man sieht so ein bisschen diese Wasserlinie. Das Wasser ist mittlerweile natürlich wieder abgelaufen. Und wenn wir weiter nach rechts schwenken, dann sehen wir diesen historischen Marktplatz. Auch, dass der Schlamm hier immer noch Zentimeter hoch steht. Und es sind viele freiwillige Helfer hier. Tatsächlich habe ich auch gerade das Militär gesehen, die hier wirklich anpacken und helfen. Auch da im hinteren Bereich hat sich gerade eine Gruppe versammelt, die jetzt wirklich mit Schippen und mit Spaten und mit Werkzeug wirklich versuchen, die Häuser hier leer zu bekommen. Der Müll wird jetzt auf der Straße gesammelt und ich habe mich mit dem Bürgermeister unterhalten, der sagt, die Stadtentsorgung, die ist jetzt unterwegs und sie versuchen natürlich, diesen kontaminierten Müll hier aus der Stadt rauszubekommen. Und wenn wir nach rechts schwenken, dann sehen wir zum Beispiel auch dort Geschäfte, die mit Holz verbarrikadiert worden sind. Das hat leider einen sehr, sehr traurigen Grund, denn die Polizei hat gestern Abend hier ganz in der Nähe vermeldet, es wurden Plünderer festgenommen. Und das ist tatsächlich auch irgendwie das Thema des Tages. Hier sind anscheinend Menschen unterwegs, die diese Not der anderen tatsächlich ausnutzen. Ich habe mich in einer Gemeinde ganz in der Nähe hier von Kloczko ja auch mit Anwohnern unterhalten und die sagen, die haben Angst. Sie haben Angst vor Plünderern, sie wurden schon überfallen, da sind schon Fälle bekannt und das ist auch der Grund, warum das Militär hier eingesetzt wurde. Das Militär zeigt zum einen Präsenz, auch die Polizei ist nachts unterwegs, wir haben das gestern auch dokumentiert und zum anderen soll das Militär natürlich bei den Aufräumarbeiten hier helfen. Ja, wir alle hoffen, dass das schnell vorangeht. Und dass die Polizei da auch wachsam bleibt, dass hier quasi den Menschen, denen sowieso nichts mehr geblieben ist, nicht noch weiterer Schaden zugefügt wird. Als wäre die Lage nicht schon schrecklich genug. Dankeschön für den Moment. Julian, wir schauen weiter nach Österreich zu Thorsten Kremers. Thorsten, du bist in Tulln und du hattest dort eine ziemlich kalte, ungemütliche Nacht, denn durch die Wassermassen wurden ja das Wärmekraftwerk beschädigt. Wie viele Menschen sind tatsächlich betroffen? Es sind einige tausend Menschen betroffen und es ist eine ziemlich paradoxe Situation. Auf der einen Seite, mein Rücken wird gerade von der Spätsommersonne richtig aufgeheizt. Hinter mir ist immer noch der große See, der sich seit dem Dammbruch hier im Tullner Feld vollgesogen hat. Und das hat natürlich auch das Müll- und Heizkraftwerk Dürnrohr erwischt. Die Fernwärme in rund 40 Kilometer Umkreis ist davon betroffen bis nach St. Pölten. Heute Nacht gab es um die 6 Grad für die Menschen. Also ungemütlich in den Häusern, in den überfluteten Häusern. Da ist es kalt und da ist es auch nass. Und gerade Menschen, ältere Menschen und Familien mit Kleinkindern sind da natürlich nicht gerade angenehm untergebracht. Und die Leute, die hier in den Orten drumherum normale Heizungen haben, in Anführungszeichen, also Öl-, Gas- oder Pelletheizungen, die kämpfen momentan gegen das Grundwasser an, das ansteigt im Keller. Jetzt hören wir auch, Thorsten, dass die Bergrettung in Alarmbereitschaft versetzt wurde. Erklär uns mal, warum genau. Wir haben nämlich die Situation gerade durch die Unwettermassen sind ja enorme Schneemengen in den Bergen. Neuschnee gab es jetzt heute Nacht auch noch. Und das zieht Wanderer und natürlich auch Wintersportler an, jetzt kurz vor dem Wochenende. Viele wollen in Richtung Berge los, aber es besteht hier akute Lawinengefahr. Das heißt also auch auf den
Wanderstrecken, wo es grün ist, etwas tiefer im Tal, da kann dann so eine Lawine runterkommen. Tirol, Salzburg oder auch Steiermark sind hier die Warngebiete. Da sind auch die Bergretter in Alarmbereitschaft alle versetzt worden. Und auch hier in Niederösterreich ist die Lage nicht arg viel besser. Heute Nacht gab es 592 Menschen, die evakuiert wurden nochmal aus dem Wasser. Es gab einen Dammbruch in der Nähe. Menschen waren aber dabei nicht in Gefahr. Und 126 gesperrte Straßen gibt es immer noch. Also auch verkehrstechnisch läuft es hier noch nicht rund in Österreich. Thorsten, danke schön für diesen Überblick.